Herzensgrüße vom 6.6.2025. Der Tag, an dem etwas brach. Hallo ihr Lieben. Wisst ihr, es gibt Tage, da fehlen selbst mir die Worte. Und das soll was heißen. Ich habe lang gebraucht, um die richtigen Formulierungen zu finden. Ohne Erfolg. Vielleicht gibt es sie auch gar nicht. Manches ist offenbar nicht dazu gemacht, in Sprache gefasst zu werden. Nur ins Herz. Was geschehen ist, ist keine Geschichte für ein Lagerfeuer und kein spannendes Abenteuer. Es ist ein Bruch. Ein Moment, in dem auf einmal alles falsch ist. Und ehe ich es bemerkte, brach etwas los, das ich nie ganz abschütteln werde. Aber auch hier wie immer alles der Reihe nach und ich beginne beim Anfang. Von Reifen und einem schwarzen Gunther. Alles begann wie immer. Es regnete und ich beobachtete das Camp. Dort traf ich auf ein stilles Bambi, dessen Namen ich leider nicht kannte. Aber ich versorgte es, wir wärmten uns am Feuer und es zog weiter. So weit, so normal. Danach machte sich Tom auf die Suche nach einem Humvee-Reifen. Jemand hatte ihn einfach von seinem Fahrzeug gestohlen, als er nicht da war. Ich schüttelte den Kopf. Ja, mir war klar, warum Leute so etwas taten, aber musste das wirklich sein? Gut, vielleicht war ich kein guter Maßstab für so etwas. Ich hatte ja sogar einem Misha-LKW 6 neue Reifen spendiert, nachdem ersetzbares Crewmitglied Nummer 371 sie in der vergangenen Season im Zorn zerschossen hatte. Einfach, weil ich so etwas nicht aushielt. Aber ich konnte es nicht ertragen und ich bin froh, dass ich das durchgezogen habe. Nur, ich weiß, so denkt nicht jeder. Und am Ende des Tages sollte die Frage, ob es moralisch vertretbar war, einen Autoreifen zu stehlen oder zu beschädigen, mein geringstes Problem sein. In Tschernogorsk entdeckte ich schließlich einen schwarzen Gunther, ein Wrack. War es der, den die Beresino Boys verloren hatten? Oder jener der Angreifer vom Vortag? Oder wieder ein anderer? Ich wusste es nicht, aber ich wusste, was zu tun war. Ich besorgte die nötigen Teile. Und als ich starten wollte, stellte ich fest, 2 Reifen fehlten. Einer ließ sich auftreiben. Ich dachte, wird schon reichen. Tat es nicht. 3 Reifen bedeutete nur noch 3 Kilometer in der Stunde. Carla J. lachte im Funk. Kenn ich. Scheinbar waren die Naturgesetze im neuen Chernarus geändert worden und meinen beliebten Satz, ach was, der fährt auch gut noch mit 3 Reifen, kann ich wohl aus meinem Vokabular streichen. Also packte ich das Auto in einer Garage und zog mit Carla J. los, um nach den Reifen zu suchen. Einen fand ich relativ schnell, den zweiten schleppte ich von Dubovo bis zum Hafen. Am Ende lief alles. Mein Gunther war fahrbereit und gut versteckt. Nur über einen Namen war ich mir noch unklar. Es fühlte sich nicht wie meiner an. Zwischen Sorge und Fürsorge. Während ich mich über das nagelneue Auto freute, fahndete Whisky derweil nach seinem weißen Adam mit grüner Heckklappe. Was genau geschehen war, wusste ich nicht. Aber ich hörte, dass wohl die Schützen aus dem schwarzen Gunther mit der roten Motorhaube dahinter steckten. Die an der Küste Bambis abgeschossen haben sollen und die am gestrigen Tag vor dem Camp geschossen hatten. Noch wussten wir nichts Genaues, aber ich versprach, meine Augen und Ohren offen zu halten. In Prigorodki traf ich Niklas, einen Freund von Nigo und Selina. Halb verhungert, völlig orientierungslos. Ich versorgte ihn, erklärte ihm das Nötigste. Greenie kam vorbei und ich fragte, ob Niklas ihn in den Norden begleiten dürfe. Die beiden zogen gemeinsam los. Kurz darauf erschien ein neues Bambi, englisch sprechend, still, müde vom Leben. Der Fremde, auch wenn er mir wohl sogar etwas ähnlich sah, wollte sterben. Ich versuchte ihn zu halten, mit Worten, mit Mitgefühl, doch er bestand auf seinen Freitod. Ich lehnte es aber ab, den entscheidenden Schuss zu setzen und stattdessen warf er sich vom Rohbau bei der Baustelle. Zuvor übergab er mir noch seine Bandagen für das Camp. Ich dankte und versprach ihm ein anständiges Begräbnis. Dann ging er und etwas später bestattete ich seine Leiche still und im Gedenken. Es war ein komisches Gefühl, denn er sah mir wirklich sehr ähnlich. Wieder überkam mich ein Schauer, aber ich schenkte diesem Gefühl nicht zu viel Beachtung. Oder zumindest versuchte ich das. Später stellte sich heraus, dass dieses Bambi zur Misha-Gruppe gehörte und wohl neu hier war. Anschließend ging ich meiner Arbeit am Camp nach, erntete ein paar Kürbisse und ordnete die Sachen in den Zelten und Unterständen.
Am Ende kam noch Avendor vorbei, trug nun stolz seine gelbe Armbinde und war offenbar Greenies Bananenbande beigetreten. Er grüßte freundlich, wir tauschten uns aus. Er nahm Wellbleche aus dem Industriegebiet mit und zog weiter. Beresino, ein Ort der Hoffnung und der Gefahr. Aus Beresino hörte ich von einem Toten nahe dem Bambi-Camp. Das tat weh, denn ausgerechnet Orte der Hilfe wurden zu Magneten für Gewalt. Doch was sollten wir tun? Prigorodki kostete schon jetzt jede Menge Kraft. Und wir wussten, noch war es nicht vorbei. Der Stille und das Feuer. Später erschien ein weiteres Bambi. Schweigsam, seltsam. Ich versorgte ihn, aber er wollte keine Hilfe, schien sich auszukennen, nur blieb er stumm. Aber er gab mir Nägel, die ich dankend annahm, und setzte sich ans Feuer. Ich nannte ihn Silas, den Stillen. Ich wusste nicht, ob er sprechen konnte oder nur nicht wollte. Er trug ein Gewehr. Als ich ihn bat, es abzulegen, warf er es achtlos auf die Straße. Als ich anmerkte, dass dies ebenfalls sehr gefährlich sei und somit jeder Dahergelaufene uns sofort angreifen könne, warf er es in einer Geste, die mich tief berührte, ins Feuer. Er verbrannte seine Waffe, als wollte er sagen, ich tue euch nichts, ich bin nicht wie Sie. Ich bot ihm einen Bratapfel an. Er warf ihn zurück. Vielleicht mochte er meine Küche nicht, vielleicht war er fruktoseintolerant, ich wusste es nicht. Aber ich respektierte es. Vielleicht musste Vertrauen erst noch wachsen. Wir saßen schweigend. Doch ich spürte, er war zwar freundlich, aber schien verloren, als suche er noch einen Platz. Der erste Angriff. Wir saßen noch am Feuer, als ich es erneut hörte. Das ferne Grollen eines Motors, diesmal näher, bedrohlicher. Ich sprang auf, lief ein paar Schritte fort zur Straße und sah das Fahrzeug, wie es am Camp vorbeiraste. Ein weißer Ader. Schnell, direkt, keine Umwege. »Hey, hey, hey!« riefen sie aus dem Fahrzeug, als sie mich am Straßenrand sahen. Ich hob die Hand zum Gruß, aus alter Gewohnheit, aus Hoffnung. Dann erst sah ich sie. Die grüne Heckklappe. Mein Herz rutschte mir in den Magen. Es war das Auto, von dem Whisky gesprochen hatte. Das Auto, das irgendwie mit den Schützen von gestern zu tun hatte. Ich wollte bleiben und mit ihnen reden. Doch als ich sah, wie sie auf die Bremse traten und Anstalten machten, auszusteigen und ihre Waffen erblickte, überkam mich die nackte Angst. Ich schrie über die Schulter zum stillen Bambi, »Lauf, Silas! Los, los!« Dann drehte ich mich um und rannte selbst in den Wald. Ich hörte das laute Knacken von Ästen, den Atem in meiner Kehle. Dann fielen die ersten Schüsse. Kurz, hart, zielgerichtet. Ich wagte nicht, mich umzudrehen. Ich verharrte im Unterholz, hinter einem dichten Strauch, das Herz hämmernd. Die Welt schien still zu stehen. Brausen des Windes mischte sich mit dem Rauschen des Blutes in meinen Ohren. Irgendwann, Minuten vielleicht oder nur Sekunden, verstummte der Motor in der Ferne wieder. Dann Stille. Ich kehrte vorsichtig zurück. Das Auto war verschwunden. Und zu meiner Erleichterung, Silas war wieder da, ungerührt, aber lebendig. Ich sah ihn an. Gut, dass sie dich nicht erwischt haben. Er reagierte nicht, aber das musste er auch nicht. Er war noch da. Ein paar Akkorde für die Stille. Als wir so am Feuer saßen, kam Whisky zu uns ans Camp und setzte sich. Der Moment war so schön. Ich holte meine alte Gitarre hervor. 10 Jahre hatte ich sie nicht mehr in der Hand gehalten. Ich konnte nie wirklich spielen, hatte es nie richtig gelernt, aber an diesem Abend war mir einfach danach. Ich stimmte ein paar Akkorde an. Unsicher, rostig, aber irgendwie passend. Whisky machte seine Späße. Der Stille zeigte deutlich, was er dulden wollte und was nicht. Doch es blieb friedlich. Und als Silas schließlich den Bratapfel von Whisky annahm, wusste ich, irgendwas war da angekommen. Dann kam ein seltsamer Moment. Whisky grinste, wie er es so oft tat, und warf einen Seitenblick auf Silas. Dann fragte er beiläufig, aber mit ernstem Unterton, »Sag mal, bist du Cohn?« Ich erstarrte für einen Moment. Ich hatte den Gedanken selbst gehabt. Sein Aussehen, die Art, wie er stand, wie er sich bewegte, da war etwas Vertrautes. Aber auch eine Leere in seinem Blick, als wäre etwas in ihm zurückgelassen worden, tief, irgendwo, wo keiner mehr hinkam. Cohn, der umherirrende Besitzer des Gasthauses bei Krona.
Ein rastloser Wirt, wie er sich selbst gern nannte. Ich hatte ihn bereits am Camp getroffen und mit ihm geredet. Wenn das hier Quone war, warum sprach er dann nicht? Ich erwartete keine Antwort. Möglicherweise hatte Whisky den Nagel auf den Kopf getroffen, möglicherweise aber auch nicht. Silas reagierte jedenfalls nicht. Kein Zucken, kein Nicken, kein Widerspruch, nur das Knacken des nassen Holzes im Feuer. Ich sah zu ihm hinüber. Ich wollte keine Antwort mehr, nicht in diesem Moment. Wenn er es war, dann würde er es sagen. Wenn er es nicht war, dann brauchte er trotzdem einen Namen. Ich nannte ihn weiter Silas, den Stillen, und das war für mich in Ordnung. Manche Menschen brauchen einfach Zeit, um sich zu erinnern, wie man spricht oder wem sie vertrauen können. Außerdem berührte mich eine Geste tief. Silas setzte einen weißen Teddybären ans Feuer. »Er kann kein schlechter Kerl sein, Herz«, sagte Whisky. »Jemand, der sowas tut, kann kein schlechter Kerl sein. Schau ihn dir an, mit dem Teddy.« Ich hoffte, er hatte recht. Ich würde sagen, wir hauen ab. Die Nacht schritt voran und ein heftiger Regenschauer setzte ein. Wir beschlossen, uns ins Kochhaus zurückzuziehen und setzten uns dort vor den Kamin. Silas war noch immer da. Nach einiger Zeit des Redens und Schweigens hörte ich erneut das tiefe Grollen eines Motors, weit entfernt, aber näher kommend. Etwas in mir spannte sich an. Ich dachte an Beresino, an den schwarzen Gunther, an den Vorfall zuvor, an all das, was gerade vermutlich im Verborgenen geschah. Ich blickte zu Silas und zu Whisky. Ich würde sagen, wir hauen ab, sagte ich bestimmt. Und wir traten in den Regen vor das Haus. Fortsetzung folgt.